Was geht ab, Fighters? Willkommen zu einer neuen Runde, natürlich im besten Kampfsport-Podcast weltweit, wie ihr wisst. Heute haben wir etwas richtig Geiles für euch und zwar wollen wir etwas announcen, beziehungsweise die Jungs wollen heute etwas announcen, haben richtig geile News für euch. Bedeutet also bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn die Informationen werden im Laufe des Videos gedroppt. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben und ich würde einfach sagen, zu der gewohnten alten Konstellation. Zu meiner Rechten diesmal haben wir unseren UFC-Fighter Islam Dulatov. Was geht ab? Herzlich willkommen. Yay. Danke. Und diesmal zu meiner Linken unseren Champion. Herzlich willkommen. Was geht ab? Karim Mengizek. Yeah. Ich bin der Host Maxim. Willkommen bei den Smash Brothers. Ein Applaus für unseren Bruder Max. Yeah. Hey. What up? Check it up. So Jungs, ich habe gerade schon gesagt, brandheiße News. Es geht in die nächste Runde. Was ist es denn, was die Zuschauer da draußen erwartet? Sollst du direkt sagen? Oder was? Lass mich nicht sagen, was ich gerade die ganze Zeit gesagt habe. Alter vor Schönheit. Er darf anfangen. Also Leute, wir haben uns was Cooles, sehr Gutes einfallen lassen, Islam und ich. Wir machen auf jeden Fall sowas, auf keinen Fall in Deutschland gegeben hat, von dieser Qualität her, reden wir. Das hat schon gegeben, aber nicht auf diesem Niveau und dieser Qualität. Wir werden zumindest nicht in Deutschland. Haben schon mal Leute gemacht im Ausland? Meine ich ja. Also im Ausland schon, aber in Deutschland gab es sowas noch nie. Ja. Wir werden das Ultimate Fighthouse starten. Das wird wahrscheinlich dann im Ausland beginnen. Wir werden die besten Kämpfer Deutschlands und Europa zusammentrommeln, den Amateuren eine Plattform bieten, ein sehr fettes Preisgeld. Also ich denke nicht, dass ihr schon mal, ich glaube sogar, keine Veranstaltung wird so gut gezahlt wie das Preisgeld, was wir da aushändigen werden. Richtig dick Money. Und ihr werdet natürlich dann noch einen fetten Vertrag bekommen von einer renommierten Organisation, wo ihr kämpfen könnt. Und ihr kriegt neue Sponsoren-Deals mit allem drum dran. Also ihr kriegt auch einen Managementvertrag. Genau, der es bei uns natürlich dann auch ist und stattfinden wird. Genau, und das heißt dann, eure Kämpfe werden dann quasi von uns gemanagt. Ihr kriegt Sponsoring-Deals und so weiter und so fort, also schon. Also rund um Sorglospaket, würde ich sagen. Safe. Also ich und Islam hatten die Chance nicht gehabt. Also definitiv. Gerade weil wir die Chance nicht hatten, wollen wir den Kämpfern da draußen auch, genau, wir saßen jetzt lange, haben gesagt, okay, was kann man jetzt den Leuten das zurückgeben? Nicht etwas, ich sag mal, etwas, wovon sie selber sehr viel an Erfahrung, Reichweite, viel Profit halt davon haben. Ne? Und ich denke, in diesem Format, was wir halt aufgestellt haben, ihr müsst euch vorstellen, das wird im Fernsehen ausgestrahlt. So, das heißt, ihr bekommt eine große Reichweite. Ihr müsst euch nicht zum Hampelmann machen, ja, wie in diesen ganzen Trash-TV-Shows, sondern das wird vernünftig, das Fighthouse wird quasi aufgebaut sein. Müsst euch nur nackt ausziehen. Das Fighthouse wird so aufgestellt sein, ihr seid mit vielen anderen Kämpfern zusammen. Es wird quasi Team Engizek gegen Team Dulatov sein. Das bedeutet, es wird 2 Gruppen geben, ne? Team Blau gegen Team Rot, nennt es wie ihr wollt. Wie gesagt, jedenfalls, Kerem wird seine 5 bis 10 Kämpfer haben, ich werde meine 5 bis 10 Kämpfer haben und ihr werdet zusammen in einer Villa sein, im Ausland natürlich bei gutem Wetter. Es wird ein Käfig aufgestellt. Ihr werdet jeden Tag verschiedene Übungen machen müssen, ne? Verschiedene, ich sag mal hier, Challenges. Genau. Ja. Ihr werdet verschiedene Challenges haben, wo ihr gegeneinander antreten müsst. Und wenn ihr Pech habt und verliert, müsst ihr halt Sachen machen, die, ich sag mal, unangenehm sind. Jetzt keine peinlichen Sachen, sondern in dem Tag kriegt halt das eine Team halt ein bisschen weniger was zu essen oder sonst was. Ne? Wir haben uns schon coole Sachen auf jeden Fall einfallen lassen. So, wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber es werden auf jeden Fall sehr krasse Sachen sein. Zudem, wie gesagt, dann gibt es auch natürlich Kämpfe, ihr kommt dahin, um zu kämpfen und es kann am Ende auch nur einen Sieger geben, das bedeutet Last Man Standing, okay? Also einer gewinnt am Ende. So, und derjenige, der das Turnier auch gewinnt, der wird auch am Ende das Preisgeld bekommen, unter anderem sich einen Managementvertrag sichern und dazu noch einen MMA-Vertrag bei einer renommierten Organisation in Deutschland oder in Europa, wo ihr dann auf jeden Fall auch am Start sein werdet und einen Mehrkämpfervertrag bekommen werdet. Also wisst ihr Bescheid, so bis jetzt ist der Plan und der Stand der Dinge. Ich würde sogar sehr gerne selber damit machen, wie sich das gerade so angehört hat. Ne? Dicke Villa, Urlaub, Kämpfe, Geld. Boah, was wollt ihr mehr? Ja. Dann ehrlich jetzt. Ich glaube, ich mache da selber mit. Machst du ja mehr oder weniger. Mich und also es wird auf jeden Fall auch einige natürlich Bedingungen geben, wie zum Beispiel, es darf jetzt nicht jeder mitmachen. Ne? Es wird so sein, dass man nur bis maximal 5 Profikämpfe an dem Turnier teilnehmen darf, weil sonst wäre ja unfair, wenn jetzt einer mit 15 Profikämpfen gegen einen kämpft, der, ich sag mal, selber gerade sein MMA-Debüt gibt, sage ich mal.
Zudem gibt es natürlich auch andere Vorteile, wie zum Beispiel die Kämpfe werden nicht gelistet. Genau. Okay, das bedeutet, Das ist selbst wenn ihr dort verlieren würdet, ihr müsst das so sehen wie im Sparring, hartes Sparring. Genau, ihr seht das wie ein Sparring, ist zwar ein Kampf, ihr kämpft mit dünnen Handschuhen, aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem so, dass die Kämpfe halt nicht gelistet werden. Das bedeutet, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr euren Rekord kaputt macht oder was auch immer. Stellt euch das vor wie bei der UFC. Hier, sag mal schnell. Ultimate Fighter. Stellt euch der Ultimate Fighter vor. Genau, der Ultimate Fighter ist auch ein Projekt von der UFC gewesen. Ne? Das ist genau das Gleiche. Da kämpfen die auch Kämpfer gegeneinander und die Kämpfe sind meistens nie gelistet worden. Ne? Nur dann, wenn dann der einzige Kampf dann im Finale, der kämpft dann quasi in der UFC, der Kampf wird dann gelistet, aber alle anderen Kämpfe sind dann auch nicht gelistet und genauso habt ihr auch hier die Chance quasi, ne? Selbst wenn ihr verlieren würdet, es würde nicht in euren Rekord euch schaden. So. Also quasi, ihr zieht nur Vorteile dadurch, ne? Ihr gewinnt an Reichweite, ihr bekommt Geld, hier Verpflegung, Urlaub, ihr bekommt also quasi alles in einem. Und der Kerem hat das schon eben gut vorweg gesagt, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, so etwas zu machen, Sofort, Mann. hätte ich auf jeden Fall direkt daran teilgenommen. Guck mal, du hast in einem, wie gesagt, diese Reichweite, die du niemals, von wo sollst du diese Reichweite aufbauen, egal wie stark und gut du bist. Du hast einen Managementvertrag, die sich wirklich um dich kümmern. Du hast direkt einen Kämpfervertrag bei einer guten Organisation. Du hast Sponsorendeals, du hast komplett alles in einem. Und vor allem dann noch das Preisgeld obendrauf. Safe. Jackpot, würde ich mal sagen. Du sagst Preisgeld, Kerem, das ist ja so, du hast diverse Shows, wo du gute Preisgelder verdienst. Du hast ja auch schon angekündigt, dass man ein gutes Preisgeld absahnen kann. Von was für einer Summe sprechen wir da? Also auf jeden Fall fünfstellig. Fünfstellig? Also, ja, das kann jetzt alles, also auf jeden Fall ordentliche Summe. Lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Also ich denke nicht, kein Kämpfer jetzt außer wir würden so eine Gage bekommen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also vor allem nicht für einen. Ich sag mal, ihr müsst euch das so vorstellen, der letzte Kampf, den ihr macht, so quasi, ihr müsst ihn so wie ihr den Profikampf sehen. Genau. So. Und niemand bekommt bei seinem ersten Profikampf so eine Summe. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, was habe ich bekommen? Den ersten Profikampf nichts, habe ich einen Arsch bekommen. Zweiten Krankenhausaufenthalt, dritte habe ich 500 Euro oder 500, 600 Euro. Ja. Das war die damalige Zeit noch, ne? Da hat man wirklich von geringen Summen gesprochen. Auch gegen zu meiner Knochenbrüche. Zeit hast du zu der Zeit. Also auch als kam Schüler jetzt hast erst du gar kein Geld bekommen. Ehrlich gesagt, 2 Jahren fing das so an, langsam mit richtig Kohle und so. Ja. Und wir haben natürlich auch noch was Cooles drauf geplant. Es gibt Knockout of the Night, gibt es noch einen Bonus, Performance of the Night, Fight of the Night, Submission of the Night. Da gibt es auf jeden Fall nochmal Bonus on top obendrauf. Und natürlich, ich sag mal so, wenn die Leute sich vernünftig zeigen, okay, sagen wir, du wärst Zweiter oder Dritter und man sieht, du hast dir vorher viel Mühe gegeben, wir sehen, du hast Talent, du hast das Potenzial dazu, da wirst du auf jeden Fall auch nicht leer ausgehen. Ja. Weißt du, also da ist auch, das sollen die Leute auch im Kopf sich behalten. Natürlich, wenn man dann sich die Leute anschaut, man sieht, ey, da ist ein Riesentalent dabei, er verliert zum Beispiel seinen ersten, zweiten Kampf, was auch immer, weil er gerade Pech hat oder irgendwas ist nicht so gelaufen. Wir sehen das ja, wir können das von außen ja gut beurteilen. So, wir werden dann schon auch selbst sogar in so einem Fall auf euch selber zukommen, werden sagen, ey, guck mal, du hast uns sehr gefallen so, wir würden gerne mit dir im Austausch bleiben und eventuell, ne, wie gesagt, könnt ihr auch selbst bei dem ersten Kampf, den ihr verliert, trotzdem einen Managementvertrag bekommen, was auch immer, ne. Natürlich, das Preisgeld am Ende kann halt nur einer bekommen, aber es heißt halt dennoch nicht, dass die Leute, die dann verlieren oder so, dann komplett leer ausgehen. Versteht ihr, was ich meine? Kann man immer unglücklich verlieren. Stell dir vor, einer kämpft so richtig gut, dann gelangt der auf einmal in eine Submission. Ja. So ärgerliche, dumme Situation, dann kann man sagen, okay, der Junge hat stark gekämpft, wir geben dir noch eine Chance, wir wissen, was du drauf hast. Und wir sind halt bereit, dann dich auch zu pushen, dementsprechend. Ja, das ist stark, dass man den Leuten dann nochmal trotzdem eine Chance gibt, obwohl die vielleicht verloren haben. So mit einem Bonus das Ganze nochmal die Motivation und den Anreiz zu schaffen. Ne? Definitiv, ich meine, wenn Leute sich Mühe geben, haben sie es auch verdient. 100%, ja. Aber ihr müsst euch wirklich Mühe geben. Also so eine Gelegenheit denke ich nicht, dass ihr es nochmal bekommen. Und wer die Chance hat, die soll die auch nutzen. Ich hätte alles gegeben. Wie gesagt, das So wird auch eine im deutschen TV ausgestrahlt. Ja. Und das wird eine richtig fette Sache. Da wird auch ordentlich Marketingtechnik, wird richtig hohes, sehr, sehr hohes Niveau sind. Mit die Besten in Deutschland, Marketingmaschinen. Dann sind wir selber und durch unsere Reichweite alleine schon, werden das promoten, supporten. Und da denke ich nicht, dass irgendjemand anders das toppen kann. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du gerade das Thema anschneidest, was würdet ihr sagen, was macht die Show anders, als was ihr bisher alles so fighttechnisch und generell im Fernsehen gesehen habt? Wir beide. Ich sag dir ehrlich auch, abgesehen davon, dass jetzt wir beide das machen, ne, und es sowas in Deutschland auch in dem Sinne auch noch nicht gab, so, habe ich eine andere Sache. Es gibt solche Shows, diverse Shows, von denen gab es schon in Russland gab es eine, es gab in, sag mal schnell, in Amerika gab es die, aber es gab, glaube ich, noch nie eine im TV. Mhm.
So, weißt du, und abgesehen davon auch, weißt du, in den anderen Shows gab es kein großes Preisgeld, wo man gesagt hat, ey, da gibt es feines Preisgeld zu gewinnen oder sonst was. Da gab es keinen Managementvertrag, weißt du. Ja. So, bei den meisten gab es dann, entweder gab es ein Preisgeld, das war es aber auch dann so, aber weißt du, in Russland die Shows waren dann halt so meistens so mit, keine Ahnung, die Leute sind sich da ständig am Beleidigen und so, weißt du. Natürlich, das soll alles sportlich bleiben. Kann natürlich passieren, Bruder, wenn 20 Kämpfer aneinander. Nee, safe. Also wie gesagt, Schlägerei, viele Männer, aushalten. Testosteron, weißt du, Wollte kann ich gerade passieren, sagen. dass man sich prügelt, man sich streitet, ist auch alles auch menschlich, kann menschlich. passieren. Gerade weil wir im Fernsehen, wir müssen das gut repräsentieren. Wir wollen den Sport, wir wollen den Sport nach vorne bringen und nicht in den Untergang. So, müssen weißt uns du? von der besten Seite dann zeigen. Deswegen, es wird auch strikte Regeln geben. Die Leute Ja. werden auch vorher durch einen Vertrag bekommen, wie die sich zu halten haben. Ne? Also wie die Verhaltensregeln wird es geben, weißt du, was man erlaubt ist, was ein absolutes No-Go ist. Ne? Deswegen, das wird auf jeden Fall von vornherein alles abgesprochen sein. Es wird jetzt nicht so sein, dass jeder da, wie bei den anderen Shows, dass sie ihm sagen, ja komm hier hin, Hauptsache du machst irgendwelche Show. Aber das machen wir nicht, das ist nicht unsere Intention. Bei uns soll es nur wollen darum das gehen, die Leute sollen sich durch Leistung, Genau, nach weißt du, oben durch einmal. Leistung zeigen. Oben, Weißt ja, du, genau. Sie sollen Durch sich mit der Leistung zeigen. Die sollen sich durch sportliche Leistung, weißt du, von sich überzeugen, sollen sich von ihrer besten Seite Genau. zeigen. Und wie du es sich kannst gehört. polarisieren, du kannst auch auf die Kacke hauen, du kannst auch ruhig mal ein bisschen frech werden. Ja. Gehört auch dazu. Ja, wie er schon sagt, es gibt ja Boni, Ja. wenn die sich eben halt gut im Kampf verhalten und vielleicht sogar auch Abzüge, wenn sie das eben halt nicht tun. Ja, Wer weiß, klar. ne? Also Ja, deswegen, mal wenn- abgesehen jetzt im Kampf. Ich meine halt, ne, im Privaten. Generell auch, Ich ja, meine, die ja. werden ja auch ein paar Wochen miteinander leben, muss ich dir vorstellen, unter einem Dach so. Und weißt du, man isst zusammen, man trinkt zusammen, man chillt zusammen so. Da kann einfach mal, weißt du, Emotionen kann schon hochkochen. Ich meine, vor allem, wenn die mal irgendwie Playstation spielen oder so, du kennst das selber, weißt du, also, ne, das hast du mit Freunden jedes Mal. Und wenn man sich vor allem nicht kennt, so viele verschiedene Charaktere in einem Raum, das kann halt immer vorkommen. Das ist halt was ganz Normales. Ist jedem von uns, denke ich, schon mal passiert, dass man sich irgendwie mit jemandem mal gestritten hat. Ja, Vor allem, wenn man jemanden nicht kennt, weißt du, man weiß nicht, wie weit, weißt du, gewisse Leute wissen da nicht, wie weit kann ich bei einer Person gehen und wie weit halt nicht. Mhm. Wenn dann sowas mal vorkommt, okay, gut, weißt du, Streitigkeiten können passieren, aber muss halt immer, ne, Im Ring austragen. eine Grenze sein, weißt du, Ja. richtig. Im Ring, Käfig mit So. der Gas. Im Käfig, genau. Und Richtig da, top, immer, ja. da wird dann auch immer alles ausgetragen. Richtig, ne, und dann im Käfig, wie gesagt, können die richtig Gas geben, können die sich beweisen, da können die zeigen ihre Emotionen und hin und her, ist kein Problem. Aber ne, außerhalb des Käfigs halt immer vernünftig. Fairplay. Ja. Wichtige Worte auch gerade für das Event. Was würdet ihr sagen, was für ein Typ muss man sein, um bei so einer Show mitmachen zu können? Abgesehen, muss schon ein guter Kämpfer sein, Mhm. weil wir wollen die Besten, gesagt, aus Deutschland, Europa musst du einer der Ja. Besten sein. Du musst Entertaining. Entertaining musst du und du musst vor allem mit dem ganzen Drumherum rechnen können. Mediale Präsenz. Richtig. Du musst gewohnt musst sein, vor der Kamera dich zu auch ein sein. bisschen artikulieren können, Ja. um ehrlich zu sein. Musst jetzt nicht perfekt wie so Hochdeutsch reden, aber du musst dich ein bisschen artikulieren können, musst du entertainen und vor allem am Ende des Tages gut kämpfen. Ja, safe. Mhm. Safe. Musst dich halt vernünftig vermarkten können, weißt du? Ja. Bringt halt nichts, wenn die Kamera angeht, auf einmal wirst du nervös und so. Ja, weißt du? Nervosität gehört dazu, aber ich meine halt, Ja, aber nicht dieses, du weißt, was ich meine. Meine Auf ich, einmal, du die musst Leute ja auch machen ganz wissen, komische, genau. banale Nein, Sachen, die sie wenn die sonst Fragen nie gestellt machen würden. werden, ja, ist das so. Die Kamera kommt, die Kamera interviewen geht- auch die Jungs. du Kamera geht an, der macht Handstand. Ja. Auf einmal kriegst du deinen Mund nicht auf. Ja, das gehört, aber du musst dich ein bisschen schon vorher darauf einstellen. Ja. Die Fragen werden natürlich gestellt, du musst dich erst vorstellen, wie alt bist du, woher kommst du, wer ist dein Background, was sind deine Stärken, Schwächen, das musst du schon sagen können. Ne? Weißt du, was ich meine? Und hat jeder auch die Zeit, ein bisschen zu trainieren. Stellt euch hin, stellt eine Kamera hin, übt das mit Freunden, Kollegen, Familie, wiederholt das. Wir waren auch nicht am Anfang perfekt. Safe. Am Anfang machst du auch Fehler. Ich weiß ja, wie es bei mir war, bei ihm auch. Bis heute macht man einen Fehler, ist ja bis normal. heute immer noch. Aber jetzt sind wir langsam geübt. Die Kamera geht an, wir sind Profis. Ja. Dann übt er schon mal zu Hause, Interview führen. Weil danach, sage ich dir, die ersten drei werden so viel mediale Präsenz bekommen. Interviews, Ja. Social Media, Werbung, Fernsehen und dann werden sie sich gar nicht retten können vor Interviews. Deswegen müssen die das auch schon so ein bisschen Definitiv. trainieren. Kann ich euch einen Tipp geben, dass sie das schon vorher trainiert. Aber wie ist denn so charakterlich? Was für Typen wirst du so wollen in deinem Team gegen Typen, die Islam in seinem Team haben will? Weil letztendlich ich will ist keine das ja, Techniker, ich will nur Hauer. Okay? Mhm. Ich will einfach, dass ihr euch vorstellt, diesen Jungen, ne, dass ihr den alle. Nein, ich will gute Jungs haben. Wie gesagt, ich will Jungs haben, die auch Bock drauf haben. Ich habe Jungs haben, die motiviert, die hungrig sind. Versteht? Weil ich habe, wie gesagt, diese Chance bekommt ihr nur einmal. Und die sollt ihr auch nutzen. Und ich möchte diese Jungs haben, die es auch verdient haben. Sagen wir, ich gehe nicht davon aus, aber sogar wenn wir verlieren sollten, dass ihr alles gegeben habt. Mhm. Nicht, dass die so einen Schlag bekommen, auf einmal dreht er sich weg, klopft er ab. Nein, gibt's nicht. Wird bis zum Ende gekämpft. Und du wirst alles geben.
Wenn du in meinem Team bist, wird alles gegeben. Oder du bist raus, ganz einfach. Ich will keine Ausreden. Ich habe Schmerzen, mein Arsch tut weh. Nein, du machst das, du gibst Gas diese 2-3 Wochen, gibst alles, ansonsten raus. Quasi nach dem Motto Go Sleep? Gibt's keinen, da wird nur gearbeitet. Was sagst du, Islam, warum wird dein Team besser sein als das von Kerem? Also, um ehrlich zu sein, wessen Team dann am Ende besser sein wird, wird man ja sehen. Nur was ich mir von meinem Team so wünschen würde, von den Jungs, die ich bei mir im Team dann habe, ist auf jeden Fall Disziplin, Ehrgeiz, Charakter. Das hat Kerem immer angesprochen, weißt du. Kampfsport zu machen ist eine Sache, weißt du, und den Kampfsport zu leben ist wiederum eine andere Sache. Mit dem Kampfsport zu leben, brauchst du Charakter. Genau, Um Kampfsport zu machen, brauchst du keinen Charakter. Du kannst Kampfsport machen und sagen, okay, ich will nicht mehr, kannst aufhören. Weißt du, ich meine, aber den Kampfsport zu lieben, wenn du den Kampfsport liebst, kannst du das nicht machen. Weißt du, da gehört Charakter dazu. Das heißt, wenn du in den Käfig gehst, weißt du, dass du dann wirklich dir vornimmst, alles zu geben. Verlieren ist nicht schlimm. Ja, wie du verlierst, weißt du? die Art und Weise. Richtig. Ja, stimmt. Wenn du verlierst, verlier dann aber so, dass du sagen kannst, ey, ich habe alles gegeben. Weißt du, dann nimmt dir keiner übel, dass du verloren hast. Was willst du Weißt noch du? sagen können? Der hat alles Man sagt gegeben. dann, okay, ey, der hat alles gegeben, hat halt nicht gereicht, ist halt so, okay. Aber reingehen, so, weißt du, von vornherein schon mit der Angst und so, dann gehörst du halt nicht hin, weißt du. Und ich will halt Leute haben, die sich bewusst sind, was es ausmacht, ein MMA-Kämpfer zu sein. Weißt du, die Leute sollen sich im Klaren darüber sein. Du kannst reingehen, du kannst die Nase gebrochen kriegen. Genau. Weißt du kannst eine Platzwunde kriegen, du kannst bluten, du kannst, keine Ahnung, einen Choke landen, du kannst ausgechoked werden, du kannst den Arm brechen, Hand, den Fuß brechen. Das sind halt Risiken, mit denen du halt zu kämpfen hast als MMA-Kämpfer. Und mit den Risiken kämpfen wir halt auch. Weißt du? Und wir sind uns jedes Mal bewusst, wenn ich in den Käfig reingehe und ich stehe einem Mann gegenüber, der ist bereit, mir alles zu brechen. Guck mal, Weißt du? jede Vorbereitung, bis jetzt bei mir auf jeden Fall. Ich hatte immer eine schwere Verletzung. Ich habe nie gesagt, ey, ich hatte die Rippe gebrochen, Schulter, Hand dann gebrochen, Mittelhand gebrochen. Ich habe das bis zum Ende durchgezogen. Ich habe nicht gesagt, ey, meine Hand und mein Fuß, meine Rippe. Ich habe immer bis zum Ende Gas gegeben. Und das müssen sie sich bewusst sein, egal was du hast Schmerzen, ja, was willst du machen? Da ist die Tür. Jemand anders nimmt direkt deinen Platz ein. Jemand würde sich wünschen, diesen Platz zu bekommen. Deswegen diesen Platz muss man sich verdienen. Ja. Das hat dann nichts zu mir, ey, warum ist der so hart zu mir und so. Nein, das hat gar nichts. Das Private, bin ich der Liebste zu euch, aber das ist Arbeit und das müsst ihr euch verdienen. So, das 100%. Sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man sagt ja nicht umsonst, nothing is for free. Ja, das stimmt. Es gibt nichts umsonst auf dieser Erde. Das ist ja genau die Mentality, die ihr weitertragen wollt, weil du bist ja nicht umsonst Champion und er ist nicht umsonst UFC-Fighter und dementsprechend wollt ihr wahrscheinlich auch solche Personen, die dann auch diese Charakterstärke und diesen Willen haben, sich da auch durchzubeißen. Ne? Ich glaube, deswegen werdet ihr auch die besten Fighter gegeneinander im Team antreten lassen. Definitiv. Was würdet ihr sagen, wie wird sich das Leben verändern für die Personen, die dann dort dran teilnehmen? Also 180 Grad. Jeder wird die kennen. Die würden direkt eine Plattform bekommen, die kein anderer vorher bekommen hat. Alles wird sich ändern. Ins Positive. Ich sage dir nur ein Beispiel. Ich poste jemanden in meiner Story. Am nächsten Tag treffe ich diese Person. Diese Person sagt, ey, mich haben so viele Leute angerufen. Alle von meinen Verwandten, die Freunde, deren Freunde, Cousins, Verwandten, die sagen, ey, der Islam hat dich gepostet, also von einer Story. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein paar Wochen in einem Haus mit uns zusammen. Weißt du, was ich meine? Jeder wird den kennen. Kamerateam begleitet dich ständig. Du wirst in YouTube-Videos gezeigt. Im Fernsehen wirst du gezeigt. Überall. Also kannst du dir zum Beispiel vorstellen, was dann da alles abgeht. So, weißt du? Alle, die uns kennen, werden dich kennen. Ja. Und nochmal das Drumherum, das Mediale, was der Fernsehsender macht, wird dich auch noch kennen. Und du musst dir vorstellen, ob du es dann schaffst, die Leute bei dir zu behalten, liegt dann am Ende an der Person selbst. Er muss halt interessant genug sein, weißt du, und sich halt dementsprechend auch vernünftig vermarkten können. So. Aber wie Kenan schon gesagt hat, die Leute, die uns kennen, werden dich sehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber am Ende so, ich denke, wir haben eine Reichweite von keine Ahnung, wie viel hunderten tausend. Weißt du, ich meine, also wenn du jetzt so guckst, weißt du, mehrere Millionen Reichweite so. Und dann noch das Fernsehteam, dann noch die, weißt du, das Ganze drumherum. Und dann werden die Leute darauf reacten. Das weißt du selber, du weißt ja, wie das ist. So, wenn was Interessantes gemacht wird, die Leute reagieren drauf. Die Reactor machen Reactions drauf. Die Leute, die auf TikTok aktiv sind, die machen ihre TikToks, die machen da cutten da Videoszenen raus, posten das darauf. Also, ne, wirklich, das wird überall durch die Decke gehen. Das ist halt ein Faktor. Und deswegen, also allein schon von der medialen Präsenz, von dem Bekanntheitsgrad, wird das schon ein riesen Sprung für die Person sein. So, dann noch natürlich, ne, Preisgeld, MMA-Veranstaltungen, die kommen schon rein quasi, ich sag mal so, die stehen schon da mit Beinen fest verankert in der Szene, so, weißt du? Du kommst quasi rein, du hast schon Management und dann noch kein normales, sondern ein Management, ne, was sich damit auskennt, mit der Materie. Ja. Dann hast du einen Vertrag bei einer renommierten MMA-Organisation. Das heißt, du hast schon eine gute Organisation, die schon einen Namen hat, wo du dich dann direkt unter Beweis stellen kannst. So, weißt du? Und dazu hast du noch gutes Geld gemacht, so, du hast noch Urlaub gemacht, hast den Namen gemacht. Sorgen machen. Ja. Weißt du? Plus hast du noch Sponsoren, die dich monatlich quasi
finanziell unterstützen, du hast Supplements, du hast Kleidung, weißt du, Sportkleidung, die du bekommst, also, ne, ich meine, besser geht's gar nicht. Das ist doch ein Traum von jedem Kämpfer. Ja, klar. Also gerade diese mediale Präsenz, die wird enorm wachsen. Also du bist ja von Zero to Hero dann gefühlt. Ja, Mann. Definitiv, wenn du das vernünftig machst und man sich vernünftig anstellt und man sich Mühe gibt, ich sage nicht, wird irgendwas einem geschenkt. Also nicht, dass einer denkt so, ey, ich gehe jetzt dahin und nutze diese Plattform, um irgendwie da mich zu zeigen und dann werde ich irgendwie berühmt. Nein, du wirst berühmt, wirst du safe, aber dafür musst du was tun. Okay, nicht, dass jemand denkt, du kannst da hinkommen und wenn du denkst, das alles auf die leichte Schulter zu nehmen, da werden Leute kommen, glaub mir, die werden hungrig sein. Ich wollte gerade sagen, das Weißt ist alles du? hungrige Löwen. Die werden kommen, die werden hungrig sein und wenn da jetzt einer kommt, der im Kopf denkt, ja, ich komme nur kurz rein, um ein bisschen Fame und Hype mitzunehmen, Digga, dann Schwierig. geh lieber in eine Trash-TV-Show, weil glaub mir, da wirst du mehr Erfolg haben und auf jeden Fall mehr Glück haben und gesundheitlich auf jeden Fall besser rausgehen. Das Weißt du? Ist also, ne, wenn jemand das nicht stimmt, ja. aus dem Herzen macht, so und wirklich nicht dazu steht, dann ist das für ihn nichts, sage ich von vornherein so. Wie ich eben schon erwähnt habe, ich will Leute haben dort in diesem Haus, die sich bewusst sind, was sie eingehen. Weißt du? Noch Das soll jetzt 110%, kein Abschrecken sein, das ist einfach nur ein Fakt. Nein, das soll die sogar pushen. Im Gegenteil, Ja. hätte mir das jetzt angehört, das hätte mich gepusht. Hätte gesagt, boah, das mache ich. Genau, was der sagt. Extrem. Ich werde Ich meine, das alles sind doch geben. immer, Kämpfer sind doch da, Ja. die wollen sich doch zeigen, die wollen sich doch Genau. beweisen, die wollen auch zeigen, ey, ich hab's drauf. Weißt du? bin der Und Beste. hier habt ihr die Möglichkeit zu beweisen, dass ihr es drauf habt. Ihr habt die Möglichkeit zu zeigen, ihr habt die Möglichkeit, uns zu zeigen quasi. Es kann ja sein, dass einzeln einer von uns auf euch zukommt und sagt, ey, hör mal zu, geil, ich feiere dich, so und her. So, auch privat hin und her, weißt du, so, dass man, also es gibt so viele Verknüpfungen, man kann so viel da mitnehmen. Ich meine, weißt du, Ja, deswegen habe ich vorhin gefragt, was für ein Typ das sein soll. So ein Beißer eben halt, der das auch dann auch wirklich will, ne? Ja, klar. Weil gerade unter so großen Namen zu Disziplin. stehen, in solchen Teams zu sein. Disziplin, Ehrgeiz, Ja. harte Arbeit. Was würdet ihr sagen, wie sehr wird diese Show die MMA-Community verändern unter dem Aspekt, dass ihr eben halt ja, so innovativ seid und eben halt auch neue Dinge macht? Also ich denke, die ganze Community in Deutschland, die MMA-Community wird dadurch noch auf jeden Fall nochmal enorm wachsen. Die Leute, werden viele Leute darüber sprechen, es werden alle mitbekommen. Weißt du, und gerade wenn jetzt so zwei, ich sag mal, angesagte Männer wie wir so ein Format starten, denke ich, dann wird das umso mehr die Runde machen, als wenn jemand es macht, der jetzt nicht so bekannt ist und jetzt nicht den Bekanntheitsgrad hat, den wir haben. Weißt du, ich meine, wir sind ja auch außerhalb vom Sport bekannt. Weißt du, man kennt uns ja auch. Wir sind ja wirklich mittlerweile Stars in Deutschland so. Ich denke, da sage ich jetzt nichts Falsches oder so. Und deswegen, ne, abgesehen von dem Sport, sind wir halt überall bekannt. Man kennt uns in jeder Plattform. Und dadurch alleine schon, denke ich, wird die MMA-Community nochmal groß wachsen. Und werden halt auch viel Unterhaltung haben, viel zu schauen haben, werden sich auch viele Sachen abgucken können. Ich denke, nach uns werden auch andere Leute kommen, die das versuchen werden nachzumachen. Was auch okay ist, was auch gut ist. Ich meine, ne, ich freue mich immer darüber, wenn Leute sich das abgucken und dann nochmal versuchen, das in einer besseren Version nachzumachen. Warum nicht? Was würdest du sagen, Kenan, was macht diese Show mit MMA in Deutschland? Gerade dass wir das mit dem Fernsehsender machen, wird eine ganz andere Masse nochmal angesprochen. Das Publikum wird breiter und da werden Leute sich MMA reinziehen, von denen du das niemals denken würdest. Da wird der eine, der in der Kasse arbeitet, dann der vielleicht auf dem Bauernhof, dann der Handwerker. Weißt du, das wird so ein Sport sein, denke ich mal, wie Fußball. Also Das ist wird auch das auf Ziel jeden dahinter. Fall eine ganz breite und vor allem anderes Publikum anlocken. Gerade weil das Fernseher noch dahinter steht. Alles, was das Fernsehen macht, hast du noch mal eine andere Community. So, weil wir haben jetzt unsere Zielgruppen, aber das wird noch mal so, denke ich, alles übertreffen. Meint Das ihr, ist nicht vergleichbar wie damals mit den Klitschkos, sagen wir mal. So, Ja. dann ist das einfach, wir gucken uns die Folge an von Kerem und Islam, das ist dann einfach so ein Muss. Weißt du, wir gehen auf Klitschko-Kämpfe. Das war ja nicht, weil er interessant geboxt hat, das war einfach so ein Event, boah, da gehen wir einfach hin und schauen uns das an. Und so wird das auch so bei uns sein. Ihr habt ja vorhin von Challenges gesprochen, dass es bestimmte Challenges unter den Teams, unter den Teilnehmern geben wird. Wie hart sind diese Challenges wirklich? Sehr hart. Ich sag mal Meinst du so, in der Folge jetzt? Hm? Was wir in der Folge vorhaben. Genau, die Challenges, die sie untereinander es wird auf machen. jeden Fall einige geben, die sehr hart sein werden. Es Ja. wird auch einige geben, die mehr so mit Spaßeffekt zu tun haben, ne? Aber wo es halt trotzdem einen Sieger geben muss und geben wird. Ein Team quasi ist immer, ne? Und deswegen, also am Ende des Tages ist es jetzt so, es wird jetzt keine Challenge geben, wo wir jetzt darauf aus sein werden, die Leute komplett kaputt zu machen. Es sollen eher so, ne, mehr Spaßeffekt haben. Es soll hart genug sein für die Jungs dennoch. Und es geht ja am Ende darum, der verliert, das Team quasi, was dann verliert, hat dann quasi einen Nachteil, weißt du? Und die sind dann benachteiligt. Und ich sag mal, wenn du jetzt
keine Ahnung, an einem Tag nichts essen darfst und fasten musst den Tag und am nächsten Tag kämpfen musst, verstehst du, was ich meine? Dann hast du auf jeden Fall einen körperlichen Nachteil gegenüber denjenigen, der den ganzen Tag ganz normal gegessen und getrunken hat. Klar. Verstehst du? Natürlich. Solche Sachen wird es dann halt auch geben. Und ich glaube, da haben die Leute nicht Bock drauf und deswegen werden die halt Gas geben müssen. Ja. in Challenges. Du musst ja schon die Leute auch, die das schon anschauen, du musst die auch teilweise unterhalten. Das gehört ja auch zur Unterhaltung dazu. Aber das ist ja auch für den Kämpfer selber, für sein Mindset nochmal. Sagen wir, der isst den ganzen Tag nichts. Wie wir jetzt in der harten Weightcut-Woche. Dann machen wir das ja auch. Und dass die sich schon mal mental auf diese ganzen Sachen einstellen. Richtig. Nicht nur körperliche harte Belastung, so körperliche Challenge, dass die auch mentale Belastung haben. Ja. Wie gehe ich damit jetzt um? Was mache ich jetzt? Und das gehört auch zu einem Kämpfer, nicht nur das Körperliche. Dass die sogar sagen, selbst wie hart es ist so, guck mal, im Weightcut, du machst einen Weightcut, jeder kennt das, der ein MMA-Kämpfer einen Weightcut macht. Digga, dein Hals ist tot. Du bist am Verdursten. Du guckst auf die Uhr, 2 Uhr morgens. Zeit vergeht nicht. Waage ist in 7 Stunden. Und wenn die sagen, um 9 Uhr kannst du sicher sein, erst um 10 Uhr fängst los. Das heißt, 8 Stunden noch. Hast du nichts zu trinken. Jetzt kannst du auch nicht einschlafen. Mhm. Weißt du, ich meine, weißt du, was das mit deiner Psyche macht? Ja. Mental 8 Stunden liegen, nachdem du aber schon 10 Kilo abgekocht hast. Da liegst du im Bett, wälzt dich nach links, wälzt dich nach rechts. Und das sind so Sachen, die ich meine. Die Leute sollen mental auch stark, weißt du, die sollen sich mental auch darauf vorbereiten, dass es nicht leicht ist, ein MMA-Kämpfer zu sein. Mhm. Und solche Dinge sind halt wichtig zu lernen. Das Ganze drumherum ist ja nicht unbedingt immer nur ein Kampf, sondern Richtig. die Vorbereitung, Ja. Challenges und so. Und das Gute ist auch, dass die Leute das dann am Fernsehen sehen Mhm. und das alles so ein bisschen mitbekommen und sehen, okay, es gibt auch mehr als nur den Kampf. Es Genau. gibt auch einen vor dem Kampf, es gibt auch einen vor dem Weightcut, die ganzen Wochen Vorbereitung, dann gibt es eine Diät, dann gibt es noch den Weightcut. Mhm. Deswegen, das sollen die Leute auch sehen. Was würdet ihr sagen? Ihr habt ja vorhin gesagt, dass ihr das auch, wenn ihr damals die Möglichkeit gehabt hättet, das machen würdet. Definitiv. Was hätte das verändert zu eurer heutigen Laufbahn, zu eurem heutigen Weg? Ihr würdet ja wahrscheinlich, also ihr habt ja gesagt, dass ihr das annehmen würdet damals. Man würde wahrscheinlich schneller an Reichweite generieren, schneller bekannter Viel werden. schneller. Weißt du, Guck mal, viele schneller einen Fehler. Namen an der Organisation Fehler, machen. ohne Ende Fehler. Ich hatte so viele Fehler am Anfang meiner Karriere gehabt. Die wären alle nicht passiert. Das wäre viel einfacher. Du wirst viel einfacher bei einer großen Veranstaltung. Du weißt, du kennst dich dann mit deinem Gewicht aus. Du weißt, wie du was zu machen hast, wie du trainierst, wie du schläfst. Das hatte ich alles gar nicht. Zumal hast du auch richtige Leute, so quasi, Ja. die schon ein bisschen weiter sind als du selber, schon ein die es gutes ja Team. vernünftig vormachen. Mhm. Und die gezeigt haben, wie es halt geht. Das Gute ist ja nochmal, die können untereinander nochmal viel lernen im Team und sich Ja. auch gegenseitig Ja. voneinander bereichern, ne? Natürlich. Safe. Deswegen, Jungs, denkt nicht, ihr kommt da in Eierschaukeln, in Urlaub, Sonne genießen. Ja, da wird noch hart Ja. geackert auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall geschuftet, ja. Wie du schon sagst, es wird kein Urlaub sein, aber dafür kann man sich auch was extrem krasses erarbeiten. Ja, ne? danach könnt ihr Urlaub machen. Vielleicht könnt ihr noch eine Woche, wissen wir nicht. Mhm. Eine Woche da bleiben, chillen, Sonne genießen, aber da, diese 2-3 Wochen, wird Gas gegeben. Da wird richtig reingehauen, ne? Klar, wir machen 100%. Urlaub danach, weil wir machen es egal. Wir chillen am Strand, Ja. ihr müsst richtig Gas geben. Ja. Das Ganze wird jetzt ziemlich groß sein, das wird einen medialen Auftritt haben, es wird sehr, sehr groß gestrahlt. Wie ist es, was sagt ihr, wie ist so Supporter-Seite? Habt ihr auf eurer Seite in jedem Team irgendwie so Supporter oder Gäste, die ihr reinholt? Ja, wir kennen ja unendlich bekannte Personen. Wer das sein wird, wissen wir natürlich nicht, aber das wird auf jeden Fall die eine oder bekannte Person sein. Bei mir im Team, bei ihm im Team. Und das werden wir dann wahrscheinlich so 2-3 Jungs holen wir auf jeden Fall. Oder bekannte Personen holen wir rein. Also safe, es werden auf jeden Fall Pro Person. bekannte Gäste sein. Allein auch nur zur Unterhaltung so, weißt du. Ja, ja. Werden wir auf jeden Fall Freunde von uns einladen. Die wissen es zwar noch nicht, aber macht euch keine Sorgen, ihr werdet noch eingeladen. Und die werden vorbeikommen, weißt du, man wird ein bisschen auch Unterhaltung haben. Man wird wahrscheinlich auch Sportler einladen, ich sag mal Kraftsportler einladen, man wird dann mit denen Challenges zusammen machen, weißt du. Dann werden den einen oder anderen Musiker geholt, weißt du, so ein bisschen zur Unterhaltung und alles. Wird schon cool werden. Also werden auf jeden Fall auch geladene Gäste sein, die auch natürlich bekannt sind und ja, alles am Ende des Tages auch zur Unterhaltung. Mhm. Und die dürfen dann quasi auch teilnehmen? Ja, teilnehmen dürfen die nicht. Nein, natürlich nicht, macht ja keinen Sinn. Aber die werden dann auch ihre Sachen da machen. Wir überlegen uns was Gutes mit denen. Kann man was machen. Ja, sehr stark. Was würdet ihr sagen für die Zuschauer da draußen? Wie können die sich bewerben? Wie können die das ihren Freunden schicken? Wie können die eigentlich teilnehmen, um in euer Team zu kommen? Also, Zusammen mit dem Video, was jetzt hier rauskommt, mit der Podcast-Folge, werden wir einen Link raushauen, wo die Leute draufklicken können und sich bewerben können.
Dort werdet ihr auch die Vorschriften finden, quasi was ihr beachten müsst bei der Bewerbung, ne? Wie gesagt, wie viele Kämpfe ihr haben müsst, also das Mindestalter, was ihr haben müsst und so weiter und so fort. Ne? Und ja, so einfach geht's dann. Mhm. Also bewerben sich einfach nur auf der Homepage. Richtig. Und hast du noch weitere Informationen, Kerem? Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr tragt euch im Link ein. Alter, Größe, Gewicht und vor allem, ihr braucht auf jeden Fall Kampfsporterfahrung. Das bringt jetzt nicht, ich versuche mal mein Glück, ich habe jetzt ein, zwei Mal im Gym trainiert, ich mache da jetzt mal mit, da auf keinen Fall. Ihr müsst euch bewerben, zeigen, was vorweisen, wie viele Kämpfe habt ihr gemacht, wo habt ihr gekämpft, was ist so eure stärksten Fähigkeiten, ne, wo habt ihr bis jetzt gekämpft, Veranstaltungen am besten nennen auch. Und am besten auch noch den Link von eurem Topology-Eintrag schicken, dass die Leute dann wissen, wo ihr gekämpft habt. Es kann jetzt keiner, der noch nie einen Amateurkampf gemacht hat, noch nie einen Profikampf gehabt hat, den werden wir auf jeden Fall nicht annehmen. Deswegen, da müsst ihr uns auch verstehen und müssen wir auch fair genug sein, zu sagen, ey, guck mal, wenn da einer kämpft, der 5 Profikämpfe hat, gegen jemanden, der noch, oder bis zu 5 Profikämpfe hat, gegen jemanden, der noch nie einen Kampf beschritten hat, da sieht es schon dunkel aus für den einen. Deswegen, man sollte auf jeden Fall Kampfsporterfahrung haben. So, ihr sollt auch auf jeden Fall auch eintragen, wo ihr herkommt, ne? Am besten auch dazu schreiben, welchen Pass ihr habt, weil damit wir wissen, okay, visumtechnisch, ob man da für euch ein Visum antragen muss oder was auch immer. Ja, Jungs, vielen lieben Dank für eure Informationen. Ihr da draußen habt es gehört. Bewerbt euch bei www.ultimatefighthouse.de. Schickt das euren Freunden, von denen ihr meint, dass sie auf jeden Fall krasse Fighter sind und an dieser Show und dem Event teilnehmen können. Ich hätte damals, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, auf jeden Fall dran teilgenommen. Das ist ein krasses Event, was stattfinden wird. Team Kerem gegen Team Islam. Und ja, alles, was ich sagen kann, teilt das mit euren Leuten und wir sehen uns bald. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein, bewerbt euch zahlreich und lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen, dieses Event dann auch im Fernsehen zu sehen und dran teilzunehmen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ich gebe den Jungs das letzte Wort. So, ihr habt wie gesagt nochmal die Möglichkeit, gebt Gas, kommentiert, teilt das Ganze und dann sehen wir uns, denke ich mal, in der Villa beim Ultimate Fighthouse, Freunde. Let's go. Schickt an eure Freunde, an eure Verwandten, wen ihr auch immer sehen wollt. Kommentiert fleißig, gebt Gas, stellt viele Fragen und dann sehen wir uns bald im Fighthouse. Let's go, baby. Bang. Peace out. Ciao, ciao.